Wenn es um die schlechteste Idee aller Zeiten geht, dürfte der baldige Austritt Großbritanniens aus der EU wohl ziemlich weit vorne liegen. Als Großbritannien im Sommer 2016 für den Brexit stimmt, setzt sich Regisseur Timothy George Kelly in den Zug und reist mit seiner Kamera einmal quer durchs Land. Sein Ziel: Verstehen, was passiert war. Wir sprechen heute in Zeiten von Social Media immer von Blasen, in denen wir uns bewegen. Man kennt nur noch Leute, die genauso denken wie man selbst. Es wird nur noch auf die eigene Perspektive hingefiltert. Im Film wollte ich beide Seiten zu Wort kommen lassen und das Prinzip der Filterblase aufbrechen. Ich wollte eine moderne Demokratie in all ihrer hässlichen Pracht zeigen. Herausgekommen ist ein unkommentierter Blick auf die Briten in Schwarz-Weiß. 100 Menschen aus dem ganzen Land hat Kelly interviewt. Befürworter und Gegner des Brexit. Streng im Verhältnis 48:52. Genau wie beim Referendum. 2016 was a year that will go down in history as the year that yet again the British destroyed the European Union. Brexit was one of very rare opportunities for people to say what they wanted to say. Or actually, it's one of these very rare opportunities where they could say fuck off to the government. I think Remain voters are smarter than Leave voters, and that makes me a snub. Fine. Das Interessante am Brexit ist, dass er jeden wachgerüttelt hat. Der Fakt, dass dieses Referendum die Leute in zwei Lager gespalten hat, sowas wie zwei Identitäten geschaffen hat, ist schon sehr krass. Fast ein Akt der Gewalt. Der Brexit hat das ganze Land politisiert. When you're part of the EU, any countries joining the EU, then you're allowed, or you're able to, or have to allow these people in. So on the pipeline was going to be Turkey, Macedonia, Croatia. How many people can you take? How many jobs is there in this country to? People essentially want British money, British funds, British work to stay in Britain for Brits, and really, you can't complain about that. When you say there aren't any jobs anymore, it's not a matter of there aren't any jobs. There isn't any pay. And the reason there isn't any pay is because the greed of the upper echelons, the elite. It was the very next morning, driving to school. Coming up to school, it's a busy rush. The traffic is absolutely awful. And there was somebody behind me who was trying to get past. I pulled over onto the side to help them get past, but then he pulled up alongside me, put his window down, and it was the absolute most foul abuse. I thought if I'd stepped out of the car, I thought I would get attacked. And it was basically that we voted out, why are you still here, in really awful terms. Irgendwann will sich Regisseur Timothy George Kelly wieder auf den Weg machen und schauen, wie sich das Land nach dem Brexit verändert hat. Wir sind gespannt auf Brexitannia Teil 2.